Hallo und willkommen zum zweiten Teil des Pan-Ocean Workshops zur Unterwasserfotografie in Höhlen. Mein Name ist Roland Konrad und ich bin reisender Unterwasserfotograf. Im ersten Video hast du es ja schon gemerkt. Höhlenfotografie braucht viel Planung und Vorbereitung. Und bevor es jetzt endlich ins Wasser geht, möchte ich dir in diesem Video noch die wichtigsten Ratschläge geben, welche Fotoausrüstung du brauchst. In einigen Bereichen unterscheidet sich das von dem, was du gewöhnlich im Freiwasser oder in Halbhöhlen brauchst. Einen besonderen Blick möchte ich auch auf das Handling deiner Kamera in dunklen und engen Umgebungen werfen. Safety first. Das gilt natürlich auch bei der Ausrüstung. Höhlentaucher brauchen mit Lampen, Reels, Linecuttern, Backup-Computern, Slates und Markern bereits mehr Equipment als normale Open-Water-Diver. Wenn dann aber noch eine Fotokamera dazukommt, wird es schnell recht unübersichtlich. Deshalb lautet die erste Überlegung gar nicht, was brauche ich für meine Fotoaufnahmen, sondern was kann ich überhaupt mitnehmen und wie kann ich es in den Höhlen sicher transportieren. Wann immer du Ausrüstung zum Fotografieren in eine Höhle mitnimmst, musst du eines beherzigen. Sie sollte möglichst klein, handlich und möglichst wenig verwirrend sein. Jeder Blitzarm, jedes Kabel, jedes Stativ kann dazu führen, dass du dich zum Beispiel in der Leine verhedderst oder in engen Passagen Schwierigkeiten bekommst. Deshalb nimm so wenig wie möglich und nur so viel wie nötig mit. Dies ist auch der Grund, weshalb ich niemals mit 2 Blitzarmen in eine echte Höhle tauche. Im Laufe dieses Videos werde ich dir auch noch erklären, weshalb es auch gar keinen Sinn macht, viel Licht nah an meiner Kamera zu haben. Nur so viel vorab. Meist brauche ich den am Kameraarm befestigten Blitz nur, um andere Blitze über Lichtsensoren auszulösen. Im offenen Freiwasser befestige ich meine Fotoausrüstung fest mit Spiralkabeln und Karabiner an meinem Jacket. Anders in der Höhle. Hier achte ich darauf, dass ich im Notfall die Verbindung mit meinem Linecutter durchtrennen kann. Zusätzliche Blitze, Stativplatten oder was auch immer verstaue ich in einem extra großen Pouch und befestige diese an meiner Buttplate. Und vor allem sorge dafür, dass sie nicht die Zugänglichkeit zu deinen Reels, Lampen oder Markern beeinträchtigt. Womit ich gleich zum wichtigsten Bereich der Fotografieausrüstung komme, dem Licht. Der Grundsatz lautet: Je mehr Lichtquellen du zur Verfügung hast, umso besser. Damit meine ich zum einen Blitze. Diese sollten alle über eine Fernauslösemöglichkeit verfügen. In der Unterwasserfotografie bedeutet das, sie müssen über einen sogenannten Sklavenmodus verfügen. Dafür brauchen sie einen optischen Sensor, der den Lichtimpuls eines anderen Blitzes registriert und dann selbstständig blitzt. Fast alle Blitzgeräte, die über ein fiberoptisches Kabel angesteuert werden, verfügen über diese Funktionalität. Auch manche elektronisch gesteuerten Blitze haben einen fest eingebauten Lichtsensor und lassen sich so direkt als Sklavenblitz einsetzen. Für viele Modelle lassen sich aber auch zusätzliche Lichtsensoren kaufen. Das hat einen Vorteil. Sie werden durch ein Kabel an den eigentlichen Blitz angeschlossen. Damit können Lichtsensor und Blitz in voneinander unabhängige Richtungen positioniert werden. Darüber werde ich aber im Laufe dieses Workshops noch ausführlicher reden. Also, du brauchst Blitze, Kabel und Lichtsensoren. Außerdem benötigst du noch Hilfsmittel, um diese in der Höhle zu positionieren. Die einfachsten und günstigsten sind die Hände deiner Mittaucher. Allerdings sind die natürlich in ihrer Anzahl begrenzt. Deshalb wirst du sicherlich auch noch Klemmstative und Gewichtsplatten benutzen. Diese gehören wahrscheinlich sowieso zu deiner Standardausrüstung als Unterwasserfotograf. In der Höhlenfotografie brauchst du einfach nur ein paar mehr davon. Nun haben wir als Höhlentaucher das Glück, dass all unsere Tauchpartner immer auch gleich mehrere Lampen mit sich führen. Die meisten Hauptlampen verfügen über eine gar nicht zu unterschätzende Lichtstärke. Und natürlich können wir auch diese zur bewussten Lichtgestaltung nutzen. Etwas herausfordernd wird die ganze Sache allerdings, weil die einzelnen Modelle erhebliche Unterschiede in ihrer Lichteigenschaften haben. Zum einen sind sie unterschiedlich hell, einige sind dimmbar, andere nicht. Dann ist der Abstrahlwinkel auch noch höchst unterschiedlich. Viele Höhlentaucher bevorzugen ein enges Spotlicht.
Andere wiederum haben zumindest Lampen, die sich zu einem Flood umstellen lassen. Vollkommenes Chaos herrscht allerdings bei der Farbtemperatur. Vom kalten, bläulichen Licht bis zum warmen, gelb-rötlichen ist alles vorhanden. Den normalen Höhlentaucher interessiert ihre Lichtfarbe einfach nicht. Das ist auch mehr als verständlich. Für mich macht es die Sache aber nicht gerade einfacher. Noch ein kleiner Hinweis aus der Praxis. Wir müssen auch sehen können, was wir an unserer Kamera tun. Im Dunkeln ist das am einfachsten, wenn wir dafür eine Lampe an unserem Kopf befestigen. Entweder hast du bereits einen Helm mit Halterung für Haupt- oder Backup-Lampe. Oder aber du besorgst dir eine Neoprenkappe, an der sich Schlaufen für kleine Stablampen befinden. Die sind auch für Open-Water-Tauchgänge, wie zum Beispiel während der Nacht oder in Wracks, sehr nützlich. Kommen wir zur Kamera. Dazu habe ich im Workshop Cenoten eigentlich schon alles Wesentliche gesagt. Nur noch einmal ganz plakativ zusammengefasst. Jede Kamera mit halbwegs modernen Sensor funktioniert. Wichtig ist guter Dynamic Range und die Möglichkeit, den Fokus auch unter Wasser manuell zu steuern. Ich werde dir zwar noch erklären, wie du trotzdem in Dunkelheit automatisch fokussierte Bilder machen kannst, aber am einfachsten ist es mit einem bedienbaren manuellen Fokus. Einen Unterschied zur Cenotenfotografie gibt es bei der Auswahl unserer Objektive. Mit den dort sehr nützlichen Fisheye-Objektiven fangen wir in den Höhlen nur sehr wenig an. Der Grund? Die Verzeichnungen am Rand. Viele Gesteinsformationen wie Stalagmiten oder Säulen wachsen gerade. Für den Betrachter ist es höchst verwirrend, wenn diese auf unseren Fotos mit einem Mal gebogen erscheinen. Deshalb rate ich zu einem Weitwinkelobjektiv mit einer Brennweite von minimal 15 mm im Kleinbildstandard. Auf das Problem der Randunschärfen bin ich ja auch schon bereits eingegangen. Je weiter wir die Blende öffnen, umso stärker werden sie. Kleine Blenden in dunklen Umgebungen machen uns das Leben aber unnötig schwer. Dies ist einer der ganz wenigen Bereiche, in denen ein optisch korrigierter Domport Sinn machen kann. Auf dem Markt sind mittlerweile auch sogenannte Optically Corrected Domeports. Diese sind speziell gefertigt, um sowohl die Verzeichnung als auch die Randunschärfe der Objektive optisch zu korrigieren und das auch bei weit geöffneter Blende. In der normalen Unterwasser-Weitwinkelfotografie bringen sie kaum Nutzen. An den Rändern unseres Bildes befindet sich häufig blaues Wasser und gerade Linien gibt es sowieso nicht. Die Anschaffung dieses Spezialports lohnt also wirklich nur, wenn man viel und professionell in Höhlen fotografiert.